Das wird ein richtiger Banger. Ich glaube, das Game wird ein kompletter Banger. Wenn der Mann, der uns Wing Commander und Freelancer gebracht hat, das nächste epische Space Game bringt, dann bin ich zumindest nicht komplett überrascht. Das sieht ja krass aus, Alter. Die Visuals, Alter. Holy shit. Das sieht einfach nur amazing aus. Ja, die Sounds und die Optik. Das sieht so cool aus, finde ich. Wow. Oh, Alter. Also man kann nicht sagen, dass sie nichts gemacht haben die letzten Jahre, ne? Das ist krass. Yo! Scheiße, ja, Mann. Krass. Absolut krass. Da ist man doch froh, dass man das Projekt unterstützt hat. Ich wünsche mir so sehr, dass dieses Game einfach allen mal die Augen öffnet und zeigt, wie wir eigentlich technisch zurückgehalten werden im Gaming. Künstlich. Was soll ich euch sagen? Ich bin absolut hyped. Ich habe nicht bereut, mich an dieser Finanzierung von dem Spiel zu beteiligen. Da wurde nicht am falschen Ende gespart. Das war eine der besten Game-Vorstellungen, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Jetzt wird's interessant. Stimmt es, was wir vermuten, oder nicht? We are feature complete on Squadron 42. Yes! The Squadron 42 team prepared a small video for you. I may be lying, it's a bit bigger than small. To give you a glimpse of everything we've been working on. Man hat ja lange nichts gesehen. Das ist mega spannend. So, let's roll that. Also Squadron 42 ist das Missions-Singleplayer-Spiel, das Story-Game, was die parallel entwickeln. Das eigentliche Spiel, was man gebackt hat. Sehe ich da eine Hurricane? Nee. Das sind Hornets. Den Trailer müssen sie aber ganz dringend auf ihren YouTube-Kanal in bester Qualität zeigen. Archangel, this is Krugeri. Come back, Krugeri. Redirect to Sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way. Ja, der Witz ist, man weiß ja, das Spiel sieht so aus, ne? Also das ist ja... So sieht Star Citizen halt aus. Das ist so krass. Die Mucke... Wenn sie sich schon fürs Intro so viel Zeit lassen, dann... Oh. Man darf nicht vergessen, ne? Chris Roberts ist der Kopf allein schon nur hinter den Wing Commander Games gewesen. Freelancer. Ich erwarte viel von diesem Game. Mark Hamill ist garantiert noch drin. Wieso rausgeschnitten, weil zu alt? Leute, das sind keine... Die haben keine Filme mit denen gemacht. Die haben Motion Capture gemacht und die Stimmen aufgenommen. Das könnten die selbst in 10 Jahren rausbringen und Mark Hamill in aktuellster Grafik im Spiel haben. Wird niemand rausgeschnitten. I know I just wrote you. But a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Das ist also dein Charakter scheinbar. I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Jetzt, wo wir wissen, wie der Charaktereditor funktioniert. Das ist, glaube ich, Gillian Anderson schon. Never gets old, does it? Siehst du? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up.
post up to the flight deck whenever I could to watch the Scully. launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Und komplett hässlich, diese blöden Hornets. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the flight academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Ne, das ist ihre Originalstimme. Die haben das mit den Schauspielern gemacht. Was meint ihr denn, warum das Game auch nicht ganz günstig war, wahrscheinlich zu machen? Die Leute denken immer, Star Citizen ist das Spiel, was so viel Geld... Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone. Squadron 42 is now feature complete and has entered its polish phase. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together to share what this means. Der Stream ist immer noch übelst verzögert mit dem Audio, aber es lässt sich jetzt nicht ändern. Ja, die müssen auf Deutsch natürlich die Original-Synchronsprecher nehmen, sonst wäre das Quatsch. Da ist eine ganze Batterie geiler Schauspieler drin in dem Game. Hat er ja früher schon gemacht. Mark Hamill hat ja auch bei Wing Commander mitgespielt und viele andere gute Schauspieler. Such as dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot, whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover. Ship AI has also seen huge improvements, with closer engagement distances and more varied behaviors. And with our new precision targeting mode, the action has never been as close. Ich frag mich halt, wie das im PvP dann kommt in SC, aber also für so ein Game ist das natürlich richtig geil. With the aim now on polish, we've organized the project into self-sufficient strategies. Alter. So we can focus on individual areas to deliver the best experience. Es gibt Boote! Es gibt einfach fucking Boote. This allows us to bring all disciplines together with a unified vision of enhancing the gameplay by seamlessly blending it with polished visuals, final cinematic performances, and our ever-improving technology. Das sieht einfach nur amazing aus, Alter. Bisschen blass. Oh Gott, das liegt, glaube ich, an meinem Monitor. Im Stream sieht's gut aus. Ist wahrscheinlich noch auf Counter-Strike eingestellt. We're also dialing in gameplay features, such as the ship flight model, for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and our gold standard HUD and Leider von der NFTs. Missile verfolgt. Our interaction system for both the world and your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. Ich dachte gerade kurz, sieht weird aus, aber da war so eine Schiene zum Reinfahren. The military multi-tool is an essential piece of equipment for every pilot that integrates all attachments into a single handheld device and allows us to create really interesting challenges, including physics-based puzzles using our Diese updated Belichtung, ne? Und oben sieht man die neue Map, die sie vorgestellt haben und so. Ist doch geil, dass sie, also es ist ja auch perfekt, das am Ende von der CitizenCon zu machen. This is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. There you go. F*** off the coil's ass. Our scanning, targeting and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information that you need, such as key objectives, mission targets, and high-level scan information,
while keeping your overall view as clean as possible. Damit fügt sich jetzt alles zusammen, was wir so über den Laufe der letzten 2 Tage jetzt gesehen haben. Für das Story-Game. Das wird Freelancer nochmal um eine ganze Tactical FPS combat Ecke and stealth, toppen. which has seen a suite of improvements, from improved looting, weapon feel and balance, realistic scopes, and smoother locomotion. Alongside our new and improved Es wird FPS verbuggt sein radar wahrscheinlich ein scan bisschen. that Also ich provides gehe you an davon aus, dass overview es of the nicht battlefield, bugfrei sein but at the wird. cost of ramping up your own emissions. Aber We've also seen the introduction wird of our insane. Maelstrom-powered destructible environment, which adds a layer of dynamism to the experience, alongside our improved AI. ich frage mich, ob that sie can den now Basenbau have auch hundreds of da combinations drin of haben. traits that allow us to create Oder ob das nur ein unique and Star challenging Citizen combat Ding wird. encounters that really push your Obwohl, wenn sie sagen, sie tactical fangen jetzt awareness erst mit der and skill. Entwicklung an, kann es nicht drin sein. Nee. Ich glaube aber, das ist so ziemlich dann vielleicht doch das Spiel, was viele sich dann von Starfield erhofft haben. Also, ne, die vielleicht einen falschen Eindruck davon hatten, was Starfield sein will. Und sich was anderes gewünscht hatten. Könnte das definitiv ein Blick wert sein. Ja, die Sounds und die Optik, die Grafik, die Lichteffekte, das passt alles so geil jetzt zusammen. Vierer Koop. Ja, ein Koop-Modus wäre geil, aber den kannst du natürlich theoretisch immer noch irgendwie über Star Citizen integrieren. Dass sie Parts aus dem Game nehmen oder so. Aber ja, es ist schon, wäre schon cool. As the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited to dive in is the feeling of the player interacting with the world around them. Das kriegt Star Citizen jetzt schon so gut hin. As it's a core component of Squadron. Ja. And really grounds the world that you inhabit. Das macht halt unheimlich viel aus. We've Keine made sure Ladebildschirme that any wird's geben. interaction in the environment is physically represented by a character animation. Du machst alles to keep in you the First moment Person. Es gibt and keine fully immerse you in the Third-Person-Animationen, die experience that we've reingeforst created. werden. Alles optional. Das funktioniert ja in Star Citizen alles schon. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization and stability on the road to release. Das sieht ja krass aus, Alter. Colton, come back. Always trips me out to see terraforming setups like this. Webb tried explaining how atmosphere processors work. Really shows how far we've come. Krass. Hell is she? With the transition of Squadron to polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing narrative to add subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I've got to wait another 2 years before I can reapply. So that's why I figured I'd get a job trying in security, because that's, you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. We've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wildlines for our various enemies that you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. Also ich bin sehr positiv gestimmt, dass das auf jeden Fall ein sehr einzigartiges Game sein wird. Als jemand, der jetzt schon ein paar Jahre Star Citizen spielt. You'll Yes, find Padawan. cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today. So in 40 years from now, when you're surrounded by Dann hast du everything den and nächsten everyone Player. you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega?
You can look them in the eye and say, Den Links kennt man auch aus Guy Ritchie-Filmen. Ungefähr jedem. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Bishop out. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Let's get into position. Ach, das ist doch auch hier Morty. Mein Name ist Muerte. Ja, wo ist nur das ganze Geld hin? Ich weiß wirklich nicht, was ein COD jedes Jahr in der Entwicklung kostet, ne? Aber throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push things to the next level. Tell me you're expecting. Mark Hamill. This is not good. The Cine team is focused on finalizing edit lock on all of our big action as well as all smaller character sequences. I could have pulled this Digga, off Mark with Hamill the zu sehen macht mich Galactic immer Beam. happy, Mann. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong, though. Well, this is ridiculous. How so? We are So now eine able to geile Stimme, der adjust Typ. our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. It'd be nice to know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days. Let alone a hauler, let alone a Jean. Wie So you can cool imagine die my surprise. Gesichtsanimationen alles Detailed sind. lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible. Das nicht lippensynchrones Licht am And Stream, we're also making das war ja die sure ganze our Zeit schon so. cinematics are triggering as fluid as we can craft them so they form a coherent concerto with the rest of the player's narrative experience. Mr. Wexler, this is Lieutenant Commander Colton. Ist ja geil, dass du aber zwischendurch trotzdem aus deinem Charakter rausfährst und mir die... Oh, geil! Den finde ich auch immer besser, je öfter ich den sehe. What brings the Navy to this little corner of the universe? We got you flying with Lieutenant Oh! He's one of our best. Der As others will Zwiebelritter! share, this is the most rewarding chapter of Wo ist das ganze development, Geld hin? Ich which weiß allows us nicht, to Digga, ich truly weiß es experience einfach the nicht. visceral and oftentimes emotional moments that our Für narrative dieses provides. Scam-Game namens Star Citizen. How did you handle it after Vega? Diese Visuals, Alter. Holy shit. Not sure I handled anything. It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. I've never been Was good war at das, der dealing with Schauspieler von problems Gimli I gerade? can't Ich habe ihn fix. überhaupt nicht erkannt, Alter, krass. Oder war das nur ein This Joke? is one that you Achso, don't das war have to do wahrscheinlich wieder alone. nur Trollen. Verarscht mich nicht. It's good to know. For the animation teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 that occur between the various missions and getting the behaviors implemented across all of its chapters. Here we're dialing in the hangar to make it as immersive and believable an experience as possible. Okay, all right. Nicht stolpern. Das war wohl die coolste Animation, die ich jemals gesehen habe, wenn ein Schiff durch so ein Space Shield fliegt. Ja, war der Schauspieler von Gimli echt? Sehr cool. Ja, da werden noch viel mehr sein, die ich zum Beispiel auch gar nicht noch weiter erkannt habe oder so. For example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real-world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission is a success. This means we're looking out for pops, hiccups, or awkward transitions, and ensuring that everything flows and looks like all the great mocap performances we've captured. Let's ready some extra ice packs out of Abgefahren. storage. Links hat die neuen Haare noch nicht Managing our übrigens, full sieht man. rotation, you can always count on at least one of them getting hurt. We also have you covered in everyday life. The medical staff work diligently for their patients, whether they're players or crew. We Am really meisten want gefällt you mir, to dass man feel nicht alle part 3 of an Sekunden authentic vollgequatscht wird. crew. An important part of the UEE Navy
in an enormous universe of people going about their Der everyday Start lives. aus dem Carrier ist natürlich auch eine Legende. War das nicht im Wing Commander auch, wo man da immer so rausgeschossen wird, Alter? Oder war das ein anderes Space Game? Kann sein, dass ich das verwechsel. Das ist ja echt richtig geil. Erinnert direkt an diese Battlefield 3 Carrier Mission, ne? Ja, es ist mehr als ein kurzer Trailer auf jeden Fall. Der geht schon über 20 Minuten. Naja, okay, stimmt nicht ganz. Boah, hat er ja noch ein bisschen was erzählt. Hold on as you're launched off the deck of the carrier. Alter Schwede. Also, dass sie so viel jetzt zeigen, heißt, dass sie auf jeden Fall confident sind, dass sie das fertig kriegen demnächst. We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with are in that world with you. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn. Oder man schweißt einfach etwas, indem man einen Knopf drückt. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. Sie haben dieses Spiel entwickelt und zusätzlich nebenher dieses Persistent Universe in Star Citizen. Und dann fragen die Leute, warum die so viel Geld raushauen innerhalb von 10 Jahren. So viel Geld wie COD jedes Jahr in einer Woche verdient. Man muss es mal in Relation setzen. Jetzt sieht man endlich mal was. Es ist komplett crowdfunded. Die haben keinen fetten Publisher, die haben keine Aktionäre, die den reinquatschen. Und das merkt man, finde ich. Ich finde, man merkt einfach, das hier ist einfach ein richtiges Passionsprojekt von Leuten mit einer Vision. Ob das dann nachher auch alles geil funktioniert und Spaß macht, wird sich zeigen. Aber ich bin da wirklich einigermaßen positiv gestimmt. Genau, das hatten wir auch gesehen. Alter, diese Wassereffekte, ne? Stimmt, das funktioniert ja mit Menschen auch. Sie hatten es ja nur mit Raumschiffen gezeigt. Ganze Technik, die da reingeflossen ist, Alter, die neu erfunden wurde, nur für das Game. While animation and design have been populated in Wie ein Handygame, ne? the polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman. And we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed out. Das ist so krank, Alter. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse locations of varying scales and styles. We shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. So cool aus, finde ich. So ein geiler Shot. One of the main challenges the art team has had to face during the development of Squadron 42 is ensuring the visuals are complementary to the narrative of the script. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG has become known for. Yeah. Oh, good. We can't hack it from this side. Graves, we've got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Ich liebe Mark Hamill einfach. Everything you see during the campaign. Trotzdem höre ich immer die Stimme vom Joker. By the classics of 70s and 80s sci-fi, but with a modern twist. Oh. We want everything you see to feel like it has a soul, Alter. its own personality, and tells of a history long before you arrived. Vor allen Dingen, das ist alles überhaupt nichts hat damit so richtig mit Star Citizen zu tun. Das sind komplett alles eigene, für dieses Game gemachte Sachen. Nichts davon hat man irgendwie mal groß gesehen oder so. Es ist krass. Blend seamlessly between tighter traversal spaces and into wider space vistas and planets has proved incredibly difficult but rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly from one chapter to the next. Ja, keine Ladebildschirme übrigens. Habe ich das schon erwähnt? Creating a diverse array of locations is essential to us. Our environments need to work from a variety of scales. We need to pay close attention to detail
Wetten, die packen alles das nachher einfach auch noch ins PU rein. Das muss ja leicht rüber zu porten sein. Glaube ich auch. Sie wollen es nur noch nicht spoilern. Was ja auch schade wäre, wenn das alles schon irgendwo anders verfügbar wäre. Also man kann nicht sagen, dass sie nichts gemacht haben die letzten Jahre, ne? We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions. Und das ist die unpolished Version, genau. Der Polish kommt noch oben drauf. Das ist krass. Ich bin komplett geflasht davon. Ich dachte, das wird wie so Star Citizen nur als Singleplayer, was ja schon geil gewesen wäre, aber das ist ja komplett insane. We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought Da war together gerade eine and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. Ich glaube auch wirklich nicht, dass sie das verkacken. Dafür ist Chris Robertson zu großer Perfektionist. Alle Spiele, die released wurden, die er gemacht hat, waren geniale, geile Spiele, oder? Oder nicht? As you can see today, the teams are working incredibly hard, ramping up the detail and quality to match the breadth of our vision for Squadron 42. Ne, das ist... Now, I know you're all asking, when can I play it? Ja. When can I play it? When we have the locked release date, you will be the first to know. Now, we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe. The polish phase can take some time. We have come this far, and we want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who have been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life. And I would like to thank everyone in the community for your patience and your support. To paraphrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the development of Squadron 42? We can look them in the eye and say, I held the line. I'm proud to stand with you. Sehr schön. Thank you for making this game with us. Und genau deswegen habe ich dieses Projekt mit unterstützt, weil einfach man sehen will, was sie machen können. Aliens! Yo! Yes! Scheiße, ja, Mann. Krass. Also das war mal wirklich heftig nach so langer Zeit, wo man keine Ahnung hatte, wie der Status ist. Das, ohne Scheiß, ist mir lieber, als aber jetzt gesagt hat, das kommt Mitte nächstes Jahr und man hätte nur einen kurzen Trailer gesehen. Scheiß drauf, wann es kommt. Man sieht, dass es kommt und wie weit sie gekommen sind mit dem Projekt. Krass. Absolut krass. Und ohne Scheiß, auch wenn es verglitscht und verbuggt ist, ich kann nur jedem empfehlen, Alter, holt euch einfach mal so ein kleines Kack-Starter-Paket für Squadron, für Star Citizen über den Link mit dem Referral-Code und dann gönnt euch einfach mal eine Runde Star Citizen. Und wenn ihr dann wisst, dass das ein Online-MMO ist, dann könnt ihr ungefähr abschätzen, wie ein polishtes Singleplayer-Game mit dieser Technik funktionieren wird. Und man unterstützt halt wirklich ein Indie-Dev, wobei man bei dieser Masse an Devs schwierig sagen kann, dass es ein Indie-Dev ist, aber sie haben keinen Publisher, keinen Aktionäre, nichts. Natürlich ist er stolz, Digga. Was meinst du, was der für Hass abkriegt zwischendurch? Und ich gönne ihm das echt, weil er ist einer der wichtigsten Leute im Game Development gewesen, für mich persönlich mit den ganzen geilen Games, die er früher gemacht hat. Ich gönne es ihm von Herzen, dass er es hinhaut. Wie gesagt, einfach einer, der seine Vision durchzieht, der es nicht krampfhaft versucht, auf irgendwelchen Old-Gen-Konsolen rauszubringen. Die haben einfach mal die PC-Limits gepusht und jetzt kriegt der PC-Gamer auch endlich mal wieder hoffentlich einen Titel, der alles ausreizt, was geht. To put the presentations together for you guys, because I
think you could feel that they really love what they do and they're very passionate about what they do and they're really excited to get it into. Ich fand das viel besser, dass das Devs gemacht haben, anstatt so eine Marketing-Gurken, die auf Trailer labern. Die Leute, die es entwickelt haben, haben die Features vorgestellt. Das ist perfekt. Auch wenn dann manche holprig und nervös waren, aber das war halt menschlich und cool. Die haben so viel neue Technik erfunden für ihr Game. Mega. Einfach geisteskrank, der Trailer. Einfach der Hammer. Und vor allem, wenn man die ganze Con gesehen hat, mit der ganzen Technik und wie das funktioniert. Auch allein dieses Wasser, was ja komplett physisch mit allem interagiert. Und dann siehst du die Leute da durchwarten. Und du denkst dann dran, ah ja stimmt, vorher sind sie nur mit dem Raumschiff durchgeflogen und haben da Steine reingeschmissen. Jetzt wartet da einfach ein NPC durchs Wasser. Und es sieht einfach fucking geil aus. Ohne Scheiß, da ist man doch froh, dass man das Projekt unterstützt hat. Ist doch besser als ein Haufen Anzüge, die sagen, nein, das Game muss aber dieses Jahr rauskommen, egal wie kaputt es ist. Und nein, das muss auch auf der PlayStation 2 laufen. Und nein, das muss hochskaliert werden von 240p, dieser ganze Müll, der heutzutage Standard ist. Ich wünsche mir so sehr, dass dieses Game einfach allen mal die Augen öffnet und zeigt, wie wir eigentlich technisch zurückgehalten werden im Gaming. Künstlich. Ohne ein so fettes Budget wie ein Activision, wie ein EA, so ein Projekt auf die Beine stellt, nur mit Hilfe der Community. Und man kann es nicht oft genug sagen, was die in 10 Jahren verdient haben, verdient ein Call of Duty jedes Jahr in Woche 1. Dann siehst du so einen Trailer und dann soll man nochmal einer erzählen, die verbraten das Geld, man weiß nicht, wo das hingeht. Massivste Schauspieler eingestellt, neue Technik erfunden. Wenn es in die Hose geht, dann geht's in die Hose. Aber ich glaube, das wird ein richtiger Banger. Ich glaube, das Game wird ein kompletter Banger. Ob Star Citizen jemals was wird, keine Ahnung. Aber allein, um dieses Game zu bekommen, war Star Citizen so wichtig. Weil ohne Star Citizen hätte es das ganze Crowdfunding so lange für das Game nicht gegeben. Die hätten viel mehr zeigen müssen von dem Game, bevor es das ist, was es jetzt ist. Die Leute werden noch ungeduldiger geworden, dass es früher rauskommen soll und so weiter. Ich finde, die haben alles richtig gemacht mit Squadron 42. Dieser Trailer gibt ihnen einfach gerade komplett recht. Vielleicht habe ich auch einfach gerade nur einen Fanboy-Ständer. Vielleicht bin ich auch einfach nur traurig, dass sowas heutzutage einfach so selten passiert. Aber wenn der Mann, der uns Wing Commander und Freelancer gebracht hat, das nächste epische Space Game bringt, dann bin ich zumindest nicht komplett überrascht. Denn das ist das, was er immer gemacht hat. Ich bin hyped. Was soll ich euch sagen? Ich bin absolut hyped. Und ich habe nicht bereut, mich an dieser Finanzierung von dem Spiel zu beteiligen, das Star Citizen zu genießen, zu streamen auch viel, mit euch das zu erleben, lustige Momente zu machen. Und ich werde auf jeden Fall auch viel mehr von meinen ganzen Star Citizen Clips jetzt ausbuddeln und Videos mitmachen. Ich habe noch eine ganze Festplatte voll mit Star Citizen Momenten, die wir bis zum Release auf jeden Fall ausschlachten können. Und da werden in den Streams auch immer mehr dazukommen. Und ich hoffe, dass Star Citizen einfach jetzt auch ein größeres Interesse von den Leuten bekommt. Einfach, weil es auch ein sauinteressantes Projekt ist. Aber mal abwarten, wie es kommt. Ich bin ein bisschen krank heute, ihr hört's. Aber es ist einfach, also das hat mich echt umgehauen. Citizen kommt vorbei. Absolut gaskranker Trailer. Da wurde nicht am falschen Ende gespart. Er ist echt heftig. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Das war eine der besten Game-Vorstellungen, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Es war richtig geil. Und sie haben richtig viel gezeigt. Nicht nur kleine Ausschnitte, vernünftige Szenen, wo du richtig nachvollziehen konntest. Du konntest sehen, wie es ausgesehen hat am Anfang, wie es jetzt aussieht. Und dann sagen sie dir, oh ja, wir sind übrigens noch am Polish. Okay, Alter, also ganz ehrlich, ich habe Trailer gesehen von Games, die nächste Woche rauskommen sollen, die einfach 10-mal beschissener ausgesehen haben. Das ist schon wirklich krass. Also ich bin sehr, sehr, sehr überrascht von dem ganzen Scheiß. Das muss man erstmal sacken lassen. Was sagt ihr denn dazu? Also ich muss erstmal eure Meinung hören, Alter. Ich bin gerade einfach nur noch, weiß ich nicht. Ich hab, glaube ich, zu viel Hoffnung, dass nochmal wieder fertige, geile Games rauskommen, die einfach ein eigenes, innovatives Konzept haben. Eine Vision. Das ist das einzige Wort, was mir dazu einfällt. Eine Vision, die einfach nicht überall woanders abgeguckt ist. Nicht einfach 1000 verschiedene Sachen versucht reinzupacken, die populär sind, sondern einfach ein schönes, klassisches Space-Game, so wie die früher waren, nur mit modernster Technik. Richtig geil. Das ist wie Freelancer auf Crack. Heftig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hatte er die Vision ja mit Freelancer damals auch, aber er musste das Game dann irgendwann rausbringen, weil er immer mehr wollte. Und natürlich, irgendwann sagt ein Publisher, nee, jetzt muss das raus. Wir wollen das Geld ja wieder reinholen. Und das Problem hat er hier halt einfach nicht, weil die Community, zumindest ein großer Teil, verstanden hat, dass das ein Projekt ist, wo wir Zeit für brauchen. Denn als Gamer beschweren wir uns immer, die Games kommen zu früh. Und dann haben sich Leute beschwert, dass dieses Spiel nicht rauskommt, die wahrscheinlich gar nicht mit gebackt haben. Viele haben auch gebackt und haben gesagt, oh, ich habe mich geärgert drüber und so. Passiert.
Aber die meisten Leute, die ich kenne, die rein investieren, die haben gesagt, hey, ich habe Geduld. Ich weiß, ich finanziere hier etwas, was wahrscheinlich seinesgleichen sucht. Und irgendwie fühlt es sich belohnt an, so einen Trailer zu bekommen und zu sehen, okay, das Geld ist nicht einfach nur verbrannt worden. Ich bin echt gespannt. Ja, ich bin baff. Ich bin raus. Also im Kopf gerade einfach nur. Ich glaube, ich kann jetzt auch aktuell kein Star Citizen mehr spielen, jetzt wo ich weiß, wie das wahrscheinlich auch im Laufe des nächsten Jahres aussehen wird. Das war mal viel Input, Alter. Oh ja, und alle, die nur eine Konsole haben, können sich das Game auf jeden Fall bei mir angucken. Das werde ich sowas von dermaßen durchspielen, dieses Game. Ja, ich bin ausnahmsweise mal positiv überrascht von etwas. Schreibt's in die Geschichtsbücher. Passiert on-stream leider viel zu selten in letzter Zeit, aber ich behaupte, das ist nicht ausschließlich meine Schuld. Ist auch ein bisschen dem Gaming-Markt und dem Zustand geschuldet, in dem die im Regelfall rauskommen, egal was für geile Lizenzen die haben. Star Wars Games werden verkackt, Alter. Battlefield wird nur noch verkackt. Alles wird immer nur noch verkackt. Klar, vielleicht verkacken sie das auch, aber das kann ich mir bei Chris Roberts nicht vorstellen. Das ist ja der Grund, warum er seine eigene Firma irgendwann gegründet hat, weil er keinen Bock mehr hatte, sich reinquatschen zu lassen. Wir werden es sehen. Aber schön, dass man einfach mal wieder was von dem Game gesehen hat. Krass. Einfach krass. Einfach krass.